Hallihallo. Manchmal wird der Rückweg spannender als die eigentliche Tour. Wind, Kälte, Umweltzonenslalom und ein paar Straßen, die ich so gar nicht auf den Schirm hatte. Es ist so windig, dass mein Mikro beschlossen hat, heute frei zu machen. Also gibt es ein Voice-Over und eine richtig schöne Rückfahrt vorbei an Grenoble, ein kleines Stück durch den Vercors und weiter in den Haut-Jura. Ich bin jetzt am Col de Mansé. Das Panorama ist schon mal sehr schön, auch wenn das Wetter im Video ein bisschen schummelt. Hier oben auf 1200 Metern ist es ziemlich frisch. Womöglich habe ich mir ein paar kleinere Straßen rausgesucht und ich bin dabei auf neue, richtig schöne Ecken gestoßen, die ich gern mit euch teilen möchte. Hier seht ihr nochmal die Gesamtstrecke. Uiuiui, sind dann doch 425 Kilometer geworden. Die Routenplanung war heute etwas herausfordernd, weil ich die Route Napoleon möglichst vermeiden wollte. Ein kleines Stück musste ich dann doch fahren, aber genau hier zeigt sie sich von ihrer schönsten Seite. Man kann richtig dahin gleiten und die Aussicht genießen. Jetzt bin ich im Endanflug auf Grenoble. Aber gleich schlage ich mich links in die Büsche, um die Umweltzone so gut es geht zu umfahren. Außerdem will ich auch nicht durch Grenoble durch. Da habe ich von früheren Touren noch schlechte Erinnerungen an Verkehrschaos und Einbahnstraßen, die jedes Navi zuverlässig in den Wahnsinn treiben. Jetzt bin ich oben auf der nächsten Hauptstraße angekommen und es geht in den Rücken des Vercors. Hier sieht man einen der Hausberge Grenobles, den Le Moucherotte. Den kleinen Umweg durch den Vercors bereue ich überhaupt nicht. In Lens-en-Vercors geht es jetzt wieder nach Norden, wo ich noch einmal durch eine der typischen Schluchten des Vercors schwingen darf. Und dann bin ich wieder im Rhonetal, parallel zum Lac du Bourget auf der anderen Seite der Berge. Was ich nicht wusste, die Rhône kommt hier bei La Balme durch die Gorge de la Balme wie ein kleiner Fluss, der direkt aus den Felsen tritt. Aber das täuscht. Um die Rhône schiffbar zu machen und Strom zu erzeugen, wurde hier ein riesiger Seitenkanal gegraben, der den Großteil des Wassers umleitet. Was wir im alten Flussbett sehen, ist also nur die Rest-Rhône. Heute plätschert wegen des Kanals nur noch ein Bruchteil des Wassers durch das Felsental. Als hier noch die gesamte Rhône durchgerauscht ist, muss das ein fantastischer Anblick gewesen sein. So sah das früher einmal aus. Die Strecke durch den Jura ist immer wieder wunderschön. Da die meisten Straßen, wie auch die Täler hier, von Nord nach Süd verlaufen, kommt man gut voran. Und man kann flexibel die Route wechseln und sammelt jedes Mal ganz neue Eindrücke. Mein letzter Zwischenstopp vor der Übernachtung in Pontarlier ist das Plateau de Quatre Lacs, also das Plateau der 4 Seen. 4 tiefblaue, eiszeitliche Seen liegen hier dicht an dicht und es ist ein echtes Naturparadies, das echt auch einlädt, die Wanderschuhe zu schnüren. Aber dafür ist es heute schon zu spät. Ein paar letzte Kurven im Tal der Doubs. Ich meine natürlich Du. Das BS spricht man ja nicht. Und dann habe ich es für heute geschafft. Das war die letzte Nacht in Frankreich. Jetzt geht's wieder nach Hause. Ich habe wieder in Pontarlier im Kyriat Hotel übernachtet. Das ist einfach klasse. Preis-Leistung stimmt absolut. Und ja, gestern habe ich auch noch ein paar Schlammlöcher gefunden. Aber die Maschine läuft super. Während hier die letzten französischen Kilometer im Haut-Doubs an mir vorbeiziehen und ich Kurs auf die deutsche Grenze nehme, ist es Zeit, ein bisschen das ganze Revue passieren zu lassen. Hinter mir liegen 2 Wochen voller Kurven, grandioser Landschaften und unzählige Eindrücke. Wenn ich die gesamte Reise betrachte, gibt es 2 Regionen, die sich tief in mein Motorradfahrerherz eingebrannt haben. Der Vercors hat mich komplett überrascht. Diese Mischung aus schroffen Kalkwänden, engen Schluchten, weiten Hochplateaus ist einfach einzigartig. Die Straßen dort gehören für mich zu den schönsten, die man in Frankreich fahren kann. Fahrerisch wie landschaftlich absolutes Gänsehautfeeling. Wer die Combe la Val oder die Schluchten dort noch nicht gefahren ist, hat echt was verpasst.
Kurvig, abwechslungsreich und immer wieder mit Ausblicken, die einen kurz den Atem anhalten lassen. Falls ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, das ist definitiv einer meiner Highlights dieser Serie. Ich verlinke euch das Video zu diesem Highlight hier oben. Und das zweite absolute Brett dieser Reise, die Cevennen. Rau, einsam, fast schon ein bisschen mystisch. Diese Region hat etwas Ursprüngliches, fast Zeitloses. Gorsch ohne Ende und Kurven ohne Ende, winzige Straßen, die Brücke von Millau und eine Ruhe, die man heute kaum noch findet. Auch dazu gab es ein eigenes Video, auch den Link packe ich euch ebenfalls hier oben rein. Natürlich gab es noch viele andere schöne Momente. Die Fahrt durch die Ardèche und den Besuch der Höhle, das war total spannend. Die Pässe im Zentralmassiv, die entspannten Etappen im Jura, der Lac du Bourget und das Doubs-Tal. Jede dieser Etappen hatte ihren eigenen Charakter und genau das liebe ich an solchen Touren. Man fährt los und jeden Tag fühlt sich die Welt ein bisschen anders an. Ich hoffe, das konnte ich auch in mein Video transportieren. Frankreich hat sich mal wieder von seiner besten und vielseitigsten Seite gezeigt. Sorry nochmal für mein schlechtes Französisch, ist allerdings durch den Trip doch auch ein bisschen besser geworden. Ja, jetzt bin ich unten am Doubs-Tal, sage ich immer, gelandet. Hier links sind schon die Vogesen. Jetzt noch einmal links weg und dann noch ein bisschen rechts Richtung Breisach am Rhein. Und wie ihr seht, kommt hier auch schon die Rheinbrücke. Deutschland hat mich nach ca. 3500 Kilometern wieder. So, jetzt bin ich an der deutschen Grenze angekommen, hier am Rhein bei Breisach. Und da, wo die Südfrankreich-Reihe gestartet hat, wird sie jetzt auch enden. Der Rest ist Autobahn, das ist nicht so spannend. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, mit mir diese 14-tägige Tour zu machen. Ich fand's toll. Frankreich ist für Motorradfahrer absolut eine Reise wert. Ja, und wie gesagt, wenn es euch Spaß gemacht hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und weitere Videos folgen. Ich wünsche euch was.